Wenn dir als Anfänger das Griffbrett der Gitarre manchmal wie ein Labyrinth vorkommt, das ist ganz normal und keine Sorge, du musst nicht hunderte Töne auswendig kennen. Stell dir das Griffbrett lieber vor wie einen Rasen, der noch nicht überall gemäht wurde. Hier draußen, wo wir unsere Akkorde greifen, kennen wir uns ja natürlich aus und da ist es schon recht hell. Aber wenn wir reingehen, wird dann ziemlich dunkel und genau das wollen wir heute ändern. Also bleib dran. Wie erschließen wir uns also das Griffbrett am einfachsten? Ganz einfach mit markanten Stellen und Verhältnissen, an denen du dich einfach orientieren kannst, wie kleine Steine im Gras, auf die du treten kannst, um schnell weiterzukommen. Und dort auch die Bereiche zu mähen, die noch nicht so gepflegt sind am Griffbrett. Und ich zeige dir das anhand von 3 einfachen Schritten aus meinem Buch, das Gitarrengriffbrett, entdecken. Der erste Punkt sind die Inlays auf der Gitarre. Diese Punkte, die fast auf allen Gitarren vorhanden sind, du kennst sie sicher und die helfen dir natürlich Bezugspunkte zu schaffen, um die Noten dann am Griffbrett schneller zu bestimmen. Diese kleinen Punkte befinden sich hier am 3. Bund, der erste, Punkt 2, am 5., 7. Bund, 9. Bund und der 12. Bund, wo sich das Griffbrett wiederholt, ist meistens mit 2 Punkten oder besonders stark markiert. Und warum, fragst du dich jetzt, ist genau hier der Punkt und nicht am 4. Bund? Ganz einfach, hier befinden sich die Töne der C-Dur-Tonleiter aufgereiht, ganze Töne hier G, C, F, Ausnahme ist B hier, dann D und G. Würde ich hier auf den 4. Bund zählen, wäre es schon hier ein Gis, ein Cis, ein Fis, du verstehst, was ich meine. Und hier am 5. Bund das gleiche wieder A, D, G und so weiter, C, E und A. Also schöne, volle Töne und wir können uns an diesen Punkten orientieren und so kommen wir zum wichtigen Punkt bei den Punkten. Und zwar merkt ihr einfach die Noten der 6. Seite in diesem Schritt. Bei diesen Punkten hier das G, das A und das H. Ein Merkspruch könnte sein, Gitarrenakkorde helfen. Das E kennst du sicher, also die E-Seite, G, dann A, H. Einfach diese Punkte mal merken, das ist wirklich für jeden Anfänger machbar. Wenn es dir nicht gleich einfällt, hier am 3. Bund, du kennst sicher den G-Dur-Akkord. Hier die tiefste Note gibt hier diesem Akkord den Namen und das ist das G und so gehst du weiter und merkst dir einfach diese 3 Noten. Wir gehen weiter zur A-Seite und hier ist es im 3. Bund das C, im 5. Bund das D und im 7. Bund hier das E. Kennst du vielleicht vom C-Dur-Akkord hier? Spielen ab der 5. Seite und hier befindet sich das C. C, D, E, ein Merkspruch könnte sein C-Dur, Eselsbrücke. Wir kennen jetzt E und A, also die 2 tiefsten Seiten, welche Noten sich da befinden und von da aus können wir jetzt im 2. Schritt mit dieser besonderen Regel, der L-Regel, weiter vortreten über diese Trittsteine, die wir gelegt haben, jetzt mit diesen Punkten. Und zwar hier vom G aus 2 Bünde nach innen zur Gitarrendecke und 2 Seiten nach unten haben wir genau wieder dieses G und wir wissen also hier, weil wir von diesem tiefen G hier ausgehen, vom G-Dur-Akkord, dass das auch die Note G ist. Sehr einfach also hier das A weiter verschoben um 2 Bünde. Wir wissen ja, das ist das A, die tiefe E-Seite im 5. Bund und hier 2 Bünde, 2 Seiten, auch wieder das A, das H und so weiter. Du weißt also jetzt, welche Seiten sich hier in diesen ungemähten Stellen des Griffbretts auch befinden, weil du von der tiefen E-Seite ausgehst und diese L-Regel anwenden kannst. Die L-Regel gilt übrigens auch für die 5. Seite, das heißt hier vom C ausgehend 2 Bünde, 2 Seiten, ist genau hier auch das C.
klingt eine schöne Oktave, hier das D, E und so weiter. Diese L-Regel kannst du bei den tiefen 2 Saiten anwenden und braucht man recht oft oder ist ein super Orientierungspunkt hier auf der Gitarre. Wozu brauchst du das? Du kannst hier zum Beispiel Melodien verschieben, auch von da, hier, einfach hier rauf und das passt immer. Diese Verhältnisse sind einfach sehr wichtig und helfen dir ein bisschen Licht ins Dunkel hier auf dem Griffbrett zu bringen. Der dritte Schritt und ein ganz wichtiger, das Oktavendreieck und die erweiterte L-Regel. Hier gehen wir vom G aus wieder, wissen, hier ist die Oktave und wir haben noch eine Oktave, du weißt bereits, hier auf der hohen E-Seite ist genauso das G. Versuch's mal auf deiner Gitarre A. Einfach der gleiche Ton A, A, A in verschiedenen Oktaven. H, C, D und E. Jetzt ist es so, wir haben uns das Griffbrett erschlossen bis auf die H-Seite. Und bei der H-Seite ist es so, dass wir nun die erweiterte L-Regel anwenden. Wir gehen von der Note hier G zum Beispiel, gehen wir von der 4. Seite aus und müssen hier 3 Bünde weiter, 2 Saiten nach unten. Das komplette G-Pattern hier, G in Oktavendreieck, hier erweiterte SL, alle G-Oktaven bis auf eine, die Leerseite, die hier noch ein Dreieck bildet, 3 Bünde nach außen sozusagen und 3 Saiten nach unten, das G. Übrigens das gleiche G wie hier auf der 5. Seite, wie wir die Gitarre stimmen, bereits in einem anderen Video, das ich dir hier jetzt verlinke, erwähnt. Schau es dir an, spiel dich damit, versuch die Oktaven vom A zu finden, drücke jetzt auf Pause, ich zeige es dir dann und ja, mach mal. Hast du sie gefunden? Hier A, 2 Bünde weiter das A, 4. Seite, 7. Bund, E-Seite A. Dann gehe ich weiter, von diesem A, die erweiterte L-Regel sozusagen, 4 Bünde weiter, 1, 2, 3 Bünde weiter, sorry, und hier 2 Saiten nach unten. Und hier das umgekehrte L, hier 3 Bünde nach außen, 1, 2, 3 Saiten nach unten. Das umgekehrte Dreieck sozusagen. Und so hast du schon etwas Licht hier in diese Gefilde gebracht und du kannst dir das natürlich auch merken, hier einfach visuell dieses L sehen, einzeichnen und du weißt also hier im 10. Bund ist auch ein A, brauchst du es auch immer wieder, du kennst es. Das sind kleine Schritte, um dir einfach dieses Griffbrett besser zu merken. Meine Methode ist ja, und das sage ich auch immer wieder, einfach das Spielen nach Noten zu lernen. Eine Schule, wo man auch mit Noten vorgeht, von Anfang an eine Note lernt, die zweite Note und auch nach Noten spielt und so die Noten, die Töne mit dem Griffbrett verbindet einfach. Und das ist leichter als viele denken. Viele Gitarristen haben ja Angst, dass es vielleicht zu schwer ist, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach und viele tausende Gitarristen haben bereits nach dieser Methode auch Noten gelernt. Und ja, wenn du dich also nicht nur für Akkorde, sondern auch für das Melodiespiel interessierst und das wirklich ernster nimmst mit der Gitarre, solltest du schon die Noten lernen,
Step by Step mit der richtigen Technik, dann verbindest du diese Noten auch schon mit dem Griffbrett und so ergibt es dann zum Schluss ein großes Ganzes. Und das Buch als Ergänzung mit diesen Tricks, die wir hier auch teilweise kennengelernt haben in dem Video. Wenn du mehr von diesen Tricks lernen willst, dann schreib es mir unten in die Kommentare. Ich zeige dir noch gern ein paar, weil da gibt es schon eine Menge. Alle stehen übrigens in diesem Buch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erschließen deines Griffbretts. Bring etwas Licht ins Dunkel. Freue mich auf ein Wiedersehen. Dein Norman von Guitar School.